Alle sagen, es muss Digitalisierung kommen. Es ist nicht mehr modern, mit dem Auto von A nach B zu fahren, um sich untersuchen zu lassen. Wir haben uns ein Riesenprojekt vorgenommen, in einem Netz, das sofort alles können sollte. Die Videosprechstunde ist tatsächlich ein Hilfsmittel, um uns zu unterstützen und zu entlasten. Es geht gewissermaßen um die Quadratur des Kreises, den Datenschatz, so heißt es dann so schön, zu heben, ohne den Datenschutz aufzugeben. Digitalisierung und Telemedizin sind die Zukunftsthemen. Die Versorgung der Patienten soll sich verbessern. Doch wie gelingt das? Ärztemangel, Datenschutz, Technikprobleme. Die Herausforderungen sind riesig. Wir sind unterwegs in Hessen, treffen Ärzte, Patienten, Politiker, Digitalforscher, Telenotärzte und einen Medizinethiker. Doch zuerst die wichtigste Frage. Was ist Telemedizin überhaupt? Einfach erklärt, Arzt und Patient sind räumlich getrennt. Diagnosen oder Therapien finden rein virtuell statt. Dazu gehören Videosprechstunden in Arztpraxen, digitale Gesundheitsanwendungen für zu Hause oder medizinische Netzwerke von Krankenhäusern. Vor Corona war die Telemedizin ein Mauerblümchen, doch die Pandemie hat ihre Bedeutung enorm befeuert. Allein bei den Videosprechstunden gibt es seit Corona einen Anstieg von rund 3000%. Das Land Hessen fördert die Digitalisierung in der Medizin. Über 5 Millionen Euro kommen vom Sozialministerium, mehr als 6 Millionen vom Digitalministerium. Warum? Die Ziele sind, vor allem in ländlichen Regionen knappe Ressourcen besser zu verteilen und medizinisches Know-how gemeinsam zu nutzen. Und die Versorgung für die Patienten besser, schneller und sicherer zu machen. Dafür wird in Hessen viel geforscht und entwickelt. Die Technische Hochschule Mittelhessen in Gießen geht dabei neue Wege. Drohneneinsatz für den Rettungsdienst. Wir haben heute wirklich schwierige Bedingungen. Es ist nicht nur dunkel, wir haben Minustemperaturen und wir haben Schnee, teilweise Vereisung auf den Flügeln der Rotorblätter. Dillenburg-Frohnhausen mitten im Winter. Alle hier sind hoch konzentriert. Und dann geht es los. Die Technische Hochschule Mittelhessen macht ihre erste Übung zusammen mit dem Rettungsdienst und der Feuerwehr. Das Hochschulteam hat eine spezielle Drohnentechnik entwickelt. Das Ziel? Die Rettungskräfte sollen bei Großeinsätzen Hilfe aus der Luft bekommen. Hochschulmitarbeiterin Meltem Katikaya steuert eine der Lichtdrohnen. Die Aufregung ist natürlich da. Man hat sich die ganze Zeit Mühe gegeben, man hat sich vorbereitet auf diese Situation. Aber dass das Wetter jetzt so sein konnte, konnte keiner wissen. Aber bisher läuft alles sehr gut. Das Übungsszenario? Ein Auto ist mit einem Gefahrstoffgüterzug kollidiert. Mehrere Menschen sind in Lebensgefahr. Die Drohnen sind mit extrem starken Scheinwerfern, Messsensoren und Wärmebildkameras ausgestattet. Sie sollen Gefahrstoffe erkennen und Verletzte orten. Stichwort: Triage aus der Luft. Wir sind in der Lage, mit der Wärmebildkamera die Patienten zu differenzieren. Haben die schon eine Hypothermie, das heißt, sind sie unterkühlt oder noch nicht? Oder wir können aus der Luft schauen, sind irgendwelche Patienten, die zum Beispiel Blutungen haben. Dann werden die Rettungskräfte zuerst zu diesen Patienten geleitet. Hier kommen die Drohnenpiloten her. Die Technische Hochschule Mittelhessen in Gießen. Der Campus? Ein bisschen wie das Silicon Valley der Medizinforschung. Im Fachbereich Gesundheit werden zukünftige Medizininformatiker ausgebildet und es gibt den Masterstudiengang Digitale Medizin. Die Studenten arbeiten im Labor, entwickeln zusammen Gesundheits-Apps. Forschung mit viel Praxisbezug und echte Neuentwicklungen für Patienten. Das kommt gut an. Das Besondere hier an dem Fachbereich Gesundheit ist, dass man sehr vielfältig arbeiten kann. Also man hat sowohl die Einblicke in die Anwendung als auch in die Entwicklung. Wir wollen was entwickeln, was die Patienten benutzen können. Und ich glaube, das ist auch unser Gradmesser. Erst dann sind wir fertig mit unserer Arbeit, wenn der Patient im Alltag einen Benefit davon hat. Hier wird eine App für Parkinson-Kranke entwickelt. Die Forscher haben Patienten zum Testen eingeladen.
Eine Smartwatch soll Bewegungsmuster erkennen und aufzeichnen können, zum Beispiel das Zittern der Hände oder wie gut spezielle Übungen klappen. Anhand aller Daten soll die App dann analysieren, ob sich die Krankheit verschlechtert hat. Im Moment ist es so, dass die Termine beim Facharzt aber immer im vierteljährlichen Rhythmus sind. Also die Zeit dazwischen ist quasi ein Blindflug, wo Sie von ärztlicher Seite nichts machen können, wo aber auch der Patient keine Versorgungsanpassung hat. Und da wollen wir natürlich hin und ich glaube, da kann Technik auch helfen. Ein Zukunftsprojekt ist auch Quietam Nox, der ruhige Schlaf. Die Forscher haben ein intelligentes Überwachungssystem für Kleinkinder mit Asthma oder Pseudokrupp entwickelt. Das Besondere, es kommt ganz ohne Kabel und Sensoren am Körper des Kindes aus. Das Hessische Digitalministerium fördert das Projekt. Wir haben ein Kamerasystem, der dreidimensionale Informationen aufzeichnet. Wir haben ein Mikrofon-Array, der im Prinzip unterscheidet, kommt die entsprechende Husten, Atemnotepisoden, Pfeifereignisse vom Kind oder ist das tatsächlich von der Umgebung entstanden? Eine echte Neuerung. Inzwischen wird das System schon bei Familien in Gießen und an einer Kinderklinik in Regensburg erprobt. Zurück zur Drohnenübung in Frohnhausen. Das Hochschulteam sucht jetzt aus der Luft nach 2 Verletzten im Wald. Es ist eiskalt, muss schnell gehen, denn selbst die Übungsopfer frieren. So ein bisschen die Nadel im Heuhaufen, aber wir sind mit sehr guter Technik ausgestattet und hoffen, dass wir die Wärmesignaturen jetzt möglichst schnell finden, damit dann die Einsatzkräfte dementsprechend vorrücken können. Und dann geht es ganz schnell. Die Drohnen haben die Verletzten im Wald gefunden. Da ist die zweite Verletzte. Wie gesagt, hier drauf sehen wir eine Patientin, 2 thorakrale Blutungen. Die Drohnen leuchten den Einsatzort aus. Der Rettungsdienst kann vorrücken und die Verletzten nacheinander versorgen. Das blutende Bein wird zuerst behandelt. Das hätten die Helfer ohne die Drohnentechnik nicht gewusst. Schnell werden beide Verletzte aus der Kälte geborgen. Ein gelungener Einsatz. Der Rettungsdienst ist beeindruckt. Wir sind immer die Ersten vor Ort und da sind frühe Bilder unheimlich wichtig. Und das hat die THM, glaube ich, heute Abend hier sehr eindrucksvoll bewiesen, wie gut das funktionieren kann. Überall da, wo es unübersichtlich wird, könnten die Drohnen helfen. Bei Waldbränden, Zug- oder Autobahnunfällen. Die Übung ist geschafft und Drohnenpilotin Meltem Katikaya erleichtert. Ich hatte anfangs ein bisschen Bedenken, weil es so kalt gewesen ist, aber die Drohne hat eine halbe Stunde jetzt in der Luft gehangen, trotz des Windes, trotz der Kälte und es war perfekt. Triage aus der Luft oder die Entwicklung von Gesundheits-Apps von der Technischen Hochschule Mittelhessen ist noch einiges zu erwarten für die Zukunft des Gesundheitswesens. Doch wo stehen wir überhaupt mit der Digitalisierung in der Medizin? An der Uni Gießen treffen wir Professor Steffen Augsberg, Jurist und Mitglied im Deutschen Ethikrat seit 2016. Er beschäftigt sich seit Jahren mit dem Thema und sagt, es sei ein schwieriger Prozess mit großen gesellschaftlichen Herausforderungen. Die Chancen liegen irgendwie auf der Hand. Man kann mit einer datengetriebenen Medizin natürlich Informationen erlangen, Kenntnisse kriegen, auch größere Präzision bekommen im Vergleich zu dem, was man heute hat. Aber wir müssen sehr aufpassen, dass wir nicht mit einer radikalen Umstellung jedenfalls Teile der Bevölkerung außen vor lassen. Und das ist insbesondere natürlich ein Problem zwischen der sogenannten digital nativen und der digital naiven Bevölkerung. Also zwischen denen, die sich da schon gut mit auskennen und denen, die das nicht so gut kennen oder für die das alles Neuland ist. Da geht es sicherlich auch darum, gerade die letztgenannte Gruppe nicht zu vergessen, entweder mitzunehmen oder alternative Verfahren für die bereitzuhalten. In Wiesbaden-Breckenheim, dem ländlichen Teil der Landeshauptstadt, treffen wir eine Pionierin der Digitalisierung. Sie hat aus der Not eine Tugend gemacht. Besuch bei Dr. Susanne Springborn und ihrer digitalen Helferin. Ja, das siehst du ja jetzt alles das erste Mal live, ne? Ja. Der erste echte Blick in die Praxis. Für Medizinstudentin Franziska Särchen ein ganz besonderes Gefühl. 2020, mitten in der Corona-Pandemie, hat sie bei Hausärztin Susanne Springborn in Wiesbaden-Breckenheim ein Praktikum gemacht, telemedizinisch aus der Ferne.
Denn als Schwangere durfte sie damals keine Praxis betreten. Ich habe trotzdem so viel mitgenommen und konnte trotzdem mit den Patienten sprechen. Und die haben mich auch wirklich wahrgenommen und sind auch total offen gewesen. Das hat mich begeistert. Töchterchen Johanna ist jetzt 2 Jahre alt. Für die Gießener Studentin und die Wiesbadener Ärztin war das Experiment Fernpraktikum eine tolle Erfahrung. Nach dem ersten Zugucken und Lernen hat Franziska Serchen 4 Monate lang von zu Hause aus Videosprechstunden gehalten und voll mitgearbeitet. Sie konnte also von zu Hause aus Rezepte ausdrucken, Überweisungen. Sie konnte die Mitarbeiterin bitten, Blutdruck zu messen, konnte Notrufe absetzen, konnte auch sagen, welche Untersuchungen im Labor gemacht werden. Das heißt, sie war präsent in dieser Praxis virtuell und konnte diese Praxis auch steuern. Die Hausarztpraxis in Breckenheim versorgt Patienten aus 8 Gemeinden im Osten von Wiesbaden. Hier gibt es zu wenige Ärzte für zu viele Patienten. Susanne Springborn ist aus der Not heraus eine Pionierin der Videosprechstunde geworden. Seit 2018 sind die erlaubt. Seitdem ist sie dabei. Die Versorgung sei dadurch besser geworden, sagt sie. Wenn eine Mutter mit ihrem Kind zu Hause ist und möchte mir ganz schnell noch mal was zeigen, was das Kind vielleicht hat an der Haut oder so, kann eine Videoschaltung heute mit diesen Endgeräten wirklich ganz flott gehen. Und es erspart den Menschen die Infektionsgefahr. Könnten Sie mir noch mal den Fuß zeigen? Und das sehen Sie das? Oh ja, oh, der ist aber noch dick. Aha. Seit Corona haben auch viele Patienten die Vorteile der Videosprechstunde entdeckt. Cornelia Weiß hat sich den Fuß gebrochen und kann nicht laufen. Der Weg in die Praxis unmöglich. Wir haben jetzt schon wirklich ganz oft diese Videosprechstunde genutzt. Und mittlerweile freue ich mich auch darauf, weil Frau Dr. Springborn das auch gut hinkriegt, eine Verbindung zu schaffen, obwohl wir das virtuell machen. Videosprechstunde, ja oder nein? Die Patienten von Dr. Springborn sind geteilter Meinung. Ich denke, für kleinere Sachen geht das vielleicht. Also Erkältung oder sonst irgendwie, wie man das jetzt auch macht mit dem Abholen von Krankenscheinen. Das finde ich eigentlich praktikabel. Ich möchte es auch vermeiden, wenn ich kann. Ja, wenn es geht, möchte ich es vermeiden. Ich habe das persönliche Gespräch, ist mir lieber. Grundsätzlich denke ich, das ist eine gute Idee. Es ist schwer, Termine zu bekommen, egal jetzt Facharzt, Hausarzt, wie auch immer. Rund 1/3 aller niedergelassenen Ärzte in Hessen bietet inzwischen Videosprechstunden an. Für Susanne Springborn ist klar, die Ferndiagnose eignet sich nicht für jede Erkrankung. Der Herzinfarkt, der Schlaganfall, der akute Bauch, das geht nicht über die Videosprechstunde. Wenn ich mir aber der Grenzen bewusst bin, ist es ein fantastisches Instrument, was meinen Werkzeugkasten erweitert hat. Auch Yvonne Link, die nichtärztliche Praxisassistentin oder kurz NÄPA, ist digital ausgestattet. Zu ihren Hausbesuchen bei Patienten nimmt sie immer das Tablet mit, um die Ärztin in schwierigen Fällen dazuzuschalten. Und die Praxis verleiht auch kostenlos Tablets an Patienten. Geldgeber ist Corandum, ein gemeinnütziger Verein. Durch die Digitalisierung in der Medizin soll niemand abgehängt werden. Das liegt Susanne Springborn sehr am Herzen. Wir brauchen Möglichkeiten der digitalen Teilhabe. Technik muss so gut und so einfach zu bedienen sein, dass technikferne Menschen mitgenommen werden und dass sie selber teilhaben können, selbstbestimmt. Franziska Serchen schreibt jetzt ihre Doktorarbeit über das Telemedizinpraktikum und hat für Studenten sogar ein Seminar dazu mitentwickelt. Denn sowas gab es bislang nicht. Ich finde, man sollte das seinen Patienten anbieten können. Und wenn man es halt im Studium nicht lernt, wie dann? Mit ihrem Studium ist die 28-Jährige fast fertig. Sie habe viel gelernt aus dem Praxisalltag und Blut geleckt. Im Mai werde ich mein 3. Staatsexamen ablegen und dann bin ich Ärztin. Und dann werde ich Allgemeinmedizinerin. Die Telemedizin bietet viele Chancen, sagt Susanne Springborn. Franziska Serchen mit ihrer Begeisterung dafür sei aber ein echter Glücksfall. So einen Glücksfall für Patienten gibt es auch in Frankfurt, am Epilepsiezentrum der Uniklinik.
Hier leisten die Fachärzte digitale Hilfe der besonderen Art. Es könnte jeden Moment passieren, selbst hier im Krankenhaus, ein Anfall aus dem Nichts. Epilepsie ist unberechenbar, sagt Andreas Nau. Der 26-Jährige aus dem Vogelsberg leidet seit 7 Jahren daran. Er darf nicht Auto fahren, muss sich überall vorsehen. Sein Leben eine ständige Herausforderung. Es fängt schon an, wenn ich eine Treppe runtergehe, dass ich da eben einen Anfall habe und mir in Anführungszeichen jetzt das Genick breche. Und das kann eben überall und in vielen Situationen passieren, wo ich mich stark verletzen kann. Und das ist die Angst, die dann doch tief in einem drin sitzt. Am Epilepsiezentrum in Frankfurt wird Andreas Nau eine Woche lang untersucht. Die Elektroden am Kopf messen seine Gehirnströme, ein sogenanntes Langzeit-EEG. Die Ärzte wollen herausfinden, in welcher Gehirnregion seine Anfälle entstehen. Um ihn besser behandeln zu können, müssen sie einen Anfall bewusst provozieren. Gut. Dann machen wir heute den Schlafentzug. Die Medikamente sind schon reduziert. Gucken wir mal, was passiert dann. Ja? Tückisch ist, es kommt halt ganz plötzlich, deswegen auch anfallsartig. Man kann auch nicht sagen, wann die Anfälle einen erwischen. Also man ist gerade im Supermarkt oder im Schwimmbad im schlimmsten Fall. Und dann kriegt man halt ohne große Vorwarnung diese Anfälle. Bilder eines Anfalls. Epilepsie kann jeden treffen, selbst Kinder und Jugendliche. So wie Andreas Nau leiden über 800.000 Menschen in Deutschland daran. Und so entsteht Epilepsie. Die Nervenzellen im Gehirn senden normalerweise geordnete Signale aus. Bei Menschen mit Epilepsie werden aber ständig Störsignale gefeuert. Werden die ungehemmt weitergeleitet, kommt es zu einer Art Gewitter im Gehirn mit Krämpfen und Ohnmachtsanfällen. Das Frankfurter Epilepsiezentrum ist eine wichtige Anlaufstelle für Betroffene aus ganz Hessen. Denn nicht überall ist die Versorgung gleich gut. Wir haben relativ wenig Neurologen im Vergleich zu anderen Bundesländern. Und wir haben eben auch noch Neurologen, in Gebieten, wo ein Neurologe für 50.000 Patienten zuständig ist, was natürlich eine Überforderung ist. Und der kann natürlich keine Expertise vorhalten. Aus genau diesem Grund haben Professor Rosenow und sein Team 2019 das Epilepsienetz Hessen gegründet. Frankfurt und Marburg sind die großen Zentren. 13 Kliniken und neurologische Praxen im Land sind angeschlossen. Per Telemedizin profitieren die Kleinen von den Großen. Die Frankfurter werten unklare EEGs aus und geben ihr Fachwissen weiter. Es dauert eben oft Jahre, bis die Patienten in ein Epilepsiezentrum kommen und die Expertise überhaupt erst abgefragt wird. Aber da wäre es halt gut, gleich festzustellen, das ist eine Epilepsie. Und dann könnte man eben anfangen zu behandeln. Und dann kann man bestimmte Entwicklungen aufhalten. Neurologe Edmund Bollensen aus Eschwege betreut Epilepsiepatienten aus dem Werra-Meißner-Kreis. Er nutzt das Netzwerk regelmäßig und lässt sich von den Frankfurtern bei schwierigen Fällen beraten. Einmal geht es darum, ist die Medikation, die ich einsetze, richtig? Der Patient hat weiterhin Anfälle. Oder es geht darum, wie ist die Fahrtauglichkeit nach einem Anfall zu beurteilen. Das sind so die wichtigsten Fragestellungen. Und es gibt auch die Frage, ja, ist das, was der Patient hat, überhaupt Epilepsie oder ist das irgendetwas anderes? Das Epilepsienetz funktioniert gut. Noch mehr hessische Praxen möchten mitmachen. Doch momentan hängt alles in der Luft. Die Finanzierung durch das Sozialministerium ist ausgelaufen. Jetzt müssten die Krankenkassen es in die Regelversorgung aufnehmen. Sonst droht dem Projekt das aus. Das wäre natürlich sehr bedauerlich. Wir haben wirklich mit mehreren schlauen Köpfen haben wir wirklich Monate investiert, um das aufzubauen. Alle sagen, es muss Digitalisierung kommen. Es ist nicht mehr modern, mit dem Auto von A nach B zu fahren, um sich untersuchen zu lassen, sondern man kann das digital zum Teil erledigen. Vor allem für Patienten wie Andreas Nau ist eine gute medizinische Versorgung überall im Land extrem wichtig. Der 26-Jährige ist inzwischen Familienvater. Sein Traum, ein normales Leben führen zu können. Ich bin aber auch optimistisch, dass ich eben mit einer gewissen oder neuen Medikation wirklich anfallsfrei werden kann und dass ich einfach besser damit leben kann und nicht immer in der Angst leben muss, einen Anfall zu bekommen. Die Chancen für ihn stehen gut, sagen die Frankfurter Experten.
Und auch das Epilepsienetz Hessen kann vorerst weitermachen. Vom Land gibt es eine Übergangsfinanzierung. Für eine gesicherte Versorgung der Patienten braucht es jedoch eine handfeste Lösung. Gute Ideen und Projekte, die aber immer am Tropf der Politik oder der Krankenkassen hängen. Für Medizinethiker Steffen Augsberg steht fest, auch das hemmt den Fortschritt der Medizin. Die Entscheider seien oft nicht mutig und konsequent genug. Das ist, glaube ich, im Gesundheitswesen an ganz vielen Stellen mit Händen zu greifen, dass wir bestimmte Dinge haben, die wir für sinnvoll erachten, also auch Datensammlung in bestimmten Konstellationen, aber offensichtlich dafür keine Mittel bereitstellen können oder wollen. Und umgekehrt jede finanzielle Ressource, die dafür dann zur Verfügung gestellt wird, die fehlt ja an anderer Stelle. Und am Ende des Tages muss man, glaube ich, bei all diesen Konstellationen sich immer vor Augen führen, wie komplex unser Gesundheitssystem ist. Wie viele Akteure da eigentlich mitwirken und wie schwierig das auch ist, die alle irgendwie an einem Strang ziehen zu lassen. Ein Beispiel aus Nordhessen zeigt, wie wichtig die Digitalisierung vor allem für die ländlichen Regionen ist. Denn viele sind gebeutelt von Ärztemangel und Überalterung. Wir sind im Werra-Meißner-Kreis. Hier herrscht schon länger Ärztemangel. Immer weniger Mediziner müssen immer mehr Patienten versorgen. Atme mal tief ein, bitte. Luft anhalten. Das merkt auch Landarzt Jan Pohr in Großalmerode. Doch er hat eine Lösung gefunden. Seit 10 Jahren sind bei ihm alle Patientenakten digitalisiert. Absolut wichtig, sagt er, in einer Gemeinschaftspraxis mit 3 Standorten und 6 Arztkollegen. Vorteile für uns sind natürlich, dass wir uns gegenseitig helfen können in unserem Team von 6 Ärzten. Wir können uns gegenseitig austauschen, wir vertreten uns gegenseitig, wir bieten den Patienten Zweitmeinungen innerhalb desselben Teams an. Und wir haben natürlich an jedem Standort immer dieselben Informationen über den Patientenstand aktuell. Großalmerode, Hessisch-Lichtenau und Laudenbach. Der Vorteil für die Patienten vom Gesundheitszentrum Gelstertal: durch die digitale Vernetzung der 3 Praxen haben sie immer medizinische Hilfe, auch wenn ihr behandelnder Arzt Urlaub hat oder selbst krank ist. Ein guter Datenaustausch, meinen auch die Patienten. Ich finde schon, manche Sachen möchte man nicht 5-mal wieder erzählen. Also da fände ich es schon ganz gut, wenn andere Ärzte da auch Einblick haben. Dagegen kommt die bundesweite Digitalisierung in der Medizin seit Jahren nur schleppend voran. Probleme mit Technik, Updates und dem Datenschutz. Beispiel EPA, die elektronische Patientenakte. Eine App, in die Patienten ihre gesamten medizinischen Daten freiwillig speichern und sie an ihre Ärzte weitergeben können. Gute Idee. Doch aus Sorge vor Datenmissbrauch nutzen die EPA nur etwa 600.000 Menschen von 73 Millionen gesetzlich Versicherten. Jetzt soll sie ab Ende 2024 verpflichtend werden. Immerhin, seit dem 1. Januar ist eine digitale Hürde endlich geschafft. Der alte Krankenschein hat ausgedient. Patienten müssen die gelben Zettel nicht mehr per Post an Arbeitgeber und Krankenkasse schicken. Die Daten werden jetzt von den Arztpraxen digital übermittelt. So war es auch mit dem E-Rezept geplant. Statt Papier ein QR-Code fürs Handy. Eigentlich sollte es ab Herbst vergangenen Jahres bundesweit in allen Arztpraxen und Apotheken losgehen. Aber auch hier jede Menge Technikprobleme. Kein Wunder, sagt Landarzt Jan Pohr. Wir haben uns ein Riesenprojekt vorgenommen, vielleicht ist das deutschlandtypisch, ich weiß es nicht, in einem Netz, das sofort alles können sollte und man jetzt erst so ganz langsam anfängt, dieses Netz zu füttern und auf dem Weg dahin immer wieder merkt, das war doch eine Sackgasse, müssen wir wieder zurückbauen, wir brauchen vielleicht wieder neue Konnektoren, das funktioniert vielleicht noch nicht so richtig. Und den greifbar praktischen Nutzen, den sehe ich für den Arzt und den Patienten zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Gut versteckt im Keller, ein weiteres Ärgernis für viele Ärzte. Dieser Kasten, der sogenannte Konnektor, verbindet jede Praxis mit dem deutschen Gesundheitsdatennetz. Über ihn wird die Praxis eindeutig identifiziert, ein Sicherheitssystem. Doch die meisten Konnektoren müssen jetzt ausgetauscht werden, nicht weil sie defekt sind, sondern weil die Lizenz abläuft. Unsäglich findet das Jan Pohr. Alle Konnektoren, die ihre Lizenz jetzt verlieren, müssen komplett ausgetauscht werden.
Die Dinger sind nicht weiter zu reparieren und abzudaten. Bei uns steht es noch ein bisschen unklar. Unsere Lizenz läuft aus im Dezember. Vielleicht klappt das mit dem Update. Die Gematik auf ihrer Homepage-Seite sagt immer noch nur wahrscheinlich. Inzwischen ist klar, es klappt nicht mit dem Update. Verantwortlich ist die Gematik. Als nationale Agentur steuert sie seit 2005 den Aufbau der digitalen Infrastruktur im Medizinwesen. Ein Prozess, der viel Zeit und Geld kostet und nur sehr langsam in die Gänge kommt. Dabei macht Digitalisierung, richtig angewendet, viel Sinn, meint Landarzt Pur. Zentrale Patientenakte halt. Das spart Zeit. Ich muss nicht immer wieder neu fragen. Mein Kollege muss nicht immer wieder neu fragen. Der Patient fühlt sich hoffentlich auch aufgehoben, sagt, hey, die wissen ja über mich Bescheid. Nicht nur einer, sondern das Team. Super. Im Werra-Meißner-Kreis ist übrigens in den nächsten Jahren jeder 3. Hausarzt im Rentenalter. Das wird den Ärztemangel weiter verschärfen. Gute Lösungen wie bei Jan Pur sind also nötig. Und was im Kleinen wie hier gut funktioniert, ist im Großen manchmal eine unendliche Geschichte. Andere europäische Länder sind da viel weiter, sagt Ethikrat-Mitglied Steffen Augsberg. Warum aber tun sich die Skandinavier und die baltischen Staaten bei der Digitalisierung nicht so schwer wie wir? Sie sind natürlich auch kleiner und damit irgendwie flexibler. Das macht es, glaube ich, einfacher. Sie haben insbesondere in den skandinavischen Ländern auch ein traditionell höheres Vertrauen in den Staat. Das ist bei uns aus guten historischen Gründen nicht sehr stark ausgeprägt. Das begründet wahrscheinlich auch unsere Affinität zum Datenschutz, dass wir eben Unrechtserfahrungen gemacht haben in der Geschichte, die insbesondere mit Verletzungen der Privatsphäre auch einhergingen. Beim digitalen Umbau in den hessischen Arztpraxen hilft das Kompetenzzentrum für Telemedizin und eHealth in Gießen. Denn für viele Mediziner ist das noch ein großes Wirrwarr. Ein Ultraschallbild in der 19. Woche. In der Frauenarztpraxis von Petra Kassel in Gießen ist das werdende Leben gut im Blick. Vieles läuft hier schon digital ab. Das Besondere: die Aufnahmen vom Baby können von jedem Computer in der Praxis überwacht werden. Genau wie die Daten vom Wehenschreiber. Wenn wir die Wehen aufzeichnen oder die Herztöne vom Baby, wird letztendlich direkt alles digital archiviert. Es ist nicht mehr erforderlich, so wie früher, so lange Streifen Papier auszudrucken, die man dann 10 oder 20 Jahre aufheben muss. Die Gynäkologin plant, noch digitaler zu werden. Dafür hat sie Vivienne McZoom vom Kompetenzzentrum für Telemedizin eingeladen. Petra Kassel möchte ihren Patientinnen in Zukunft gerne Videosprechstunden anbieten. Die Digitalexpertin kann bei Softwareauswahl, Hardwareanbietern, aber auch bei den komplizierten gesetzlichen Rahmenbedingungen helfen. Viele Ärzte fühlen sich einfach alleine gelassen in dem Wust von Vorgaben und Vorschriften, aber auch Gesetzen. Der Praxisalltag ist sowieso schon stressig und dann ist die Angst natürlich sehr groß. Wann schaffe ich das überhaupt zeitlich dann umzusetzen mit der Versorgung meiner Patienten, die ich ja sowieso schon habe? Für Petra Kassel ist klar, an der Digitalisierung geht kein Weg vorbei. Ich glaube, jemand, der heute eine Praxis übernimmt mit Anfang oder Mitte 30, der wird nicht mehr analog unterwegs sein wollen. Dabei will das Kompetenzzentrum für Telemedizin und eHealth, kurz KTE, helfen. 2018 gegründet an der Technischen Hochschule Mittelhessen in Gießen. Das Team aus Medizininformatikern untersteht dem hessischen Digitalministerium. Hauptaufgabe: Arztpraxen beim Digitalisierungsprozess kostenlos fit zu machen. Denn 63% aller Ärzte nutzen immer noch das Faxgerät. Es ist natürlich ein großer Transformationsprozess. Wir möchten die Praxen in der analogen Welt abholen. Das heißt, wir haben uns auch dann die Zeit genommen, sind in die Praxen reingegangen, haben uns auch den Praxisablauf angeschaut mit einer Mitarbeiterin oder einem Mitarbeiter, haben Vorschläge gemacht, in welchen Bereichen Digitalisierung dort zu einer Entlastung und zu einer Verbesserung der Leistung führen kann. Seit Corona bietet das KTE auch Online-Schulungen und Trainingsplattformen an. Rund 8000 Arztpraxen gibt es in Hessen. Manche der Mediziner seien sehr technikaffin, manche noch unsicher. Die Ärztinnen und Ärzte hatten natürlich auch eine große Herausforderung während der Corona-Pandemie.
Situation und haben dort mit zusätzlichen Auflagen kämpfen müssen. Und von daher ist erstmal die Umstellung ein Mehraufwand. Aber ich glaube, alle Ärztinnen und Ärzte wissen, dass es letzten Endes einen Mehrwert für sie und für ihre Patientinnen und Patienten bedeutet. Doch die Zeit drängt, denn Hessen hat eine Digitalstrategie. Spätestens 2030 soll auch die Medizin im Land digital weit vorne sein, sagt Ministerin Christina Sinemus. Bis dahin seien noch viele Aufgaben zu lösen. Wir sind auf einem guten Weg, aber natürlich muss man sagen, wir haben den Weg erst begonnen. Aus meiner Sicht ist es zentral, dass wir die digitale Infrastruktur über ganz Hessen so entwickeln, dass überall Anschlussfähigkeit an Netz wie auch an 5G gegeben ist. Zum Zweiten ist eine große Herausforderung natürlich darin, dass einige Menschen Berührungsängste mit dem Thema Digitalisierung haben. Unsere Aufgabe ist es hier, den Alltagsnutzen für die Menschen deutlich zu machen und die Kompetenzen zu stärken. Heißt, beim Digitalkurs soll niemand abgehängt werden, weder Ärzte noch Patienten. Auch dabei helfen die Digitalexperten. Vivienne McZoom und ihre Kollegen schulen Senioren bei der Handhabe des E-Rezepts und anderen digitalen Gesundheitsanwendungen. Irgendwann wird es Pflicht sein, also man muss es irgendwann auch verwenden in seiner eigenen Versorgung und daher ist es für uns ganz, ganz wichtig, dass die Leute das einfach auch wissen und dass sie nicht jetzt im Internet sehr lange nach Informationen suchen müssen, sondern die wichtigsten Informationen für ihre eigene Gesundheit in einem kurzen Impuls von uns bekommen. Zurück zu Frauenärztin Petra Kassel. Das Kompetenzzentrum wird ihr beim Aufbau eines Videosprechstundensystems helfen. Davon verspricht sie sich viel. Für ihre Patientinnen, aber auch für ihr Team. Für die jungen Kolleginnen in der Praxis wäre es ein Riesenvorteil, wenn die zum Beispiel von zu Hause sowas wie eine Videosprechstunde machen könnten. Die haben beide kleine Kinder und oft geht es ja um kleine Fragen. Die junge Frau, die ein Problem mit ihrer Pille hat oder die Tumorpatientin, der es vielleicht gerade mal nicht gut geht und die ein Gespräch mit mir braucht. In einigen Wochen kann es losgehen. Petra Kassel freut sich auf die digitale Erweiterung. Sie und ihr Team haben das werdende Leben dann noch besser im Blick. Die Digitalisierung des Gesundheitswesens ist nicht aufzuhalten, weiß auch Medizinethiker Steffen Augsberg. Sind die Ziele aber zu schaffen? Und welche Rolle spielt dabei der Datenschutz? Wir müssen jedenfalls aufpassen, da falsche und allzu einfache Gegenüberstellungen zu machen, Gesundheitsschutz versus Datenschutz, sondern es geht letzten Endes darum, dass wir im Interesse der Patienten und deren Selbstbestimmung tatsächlich versuchen müssen, das miteinander in Einklang zu bringen. Datenschutz ist kein Selbstzweck, Datenschutz ist auch kein Mega-Grundrecht, das über allen anderen steht, aber es ist ein wichtiges Grundrecht und es verdient weiterhin Beachtung und muss insoweit auch in diese entsprechenden Abwägungen einbezogen werden. Gefragt sind also Lösungen, die beides vereinen. Weil die Wege zu ihren Patienten oft sehr weit sind, setzt auch das Kinderpalliativteam Kleine Riesen aus Kassel auf Telemedizin. Ein digitales Stethoskop als Helfer in der Not. Damit kann Christian Clermont seine Tochter Ella zu Hause in Kaufungen abhören. Kinderarzt Merlin Deckers hilft bei der Technik. Die Daten gehen direkt an das Kinderpalliativteam in Kassel. Im Ernstfall gut genutzte Zeit. Das Team braucht ja eine gewisse Zeit, um herzukommen, um vor Ort zu sein. Und in der Zwischenzeit macht man sich natürlich Gedanken. Und wenn man dann die Möglichkeit hat, mit den technischen Hilfsmitteln das schon mal zu überprüfen und sich schon mal so ein bisschen zu beruhigen, ist das sicherlich sehr hilfreich. Und so sieht es auf der anderen Seite aus. Merlin Deckers leitet das Projekt. Zusammen mit Pflegerin Elke Thomé vom Kinderpalliativteam Kleine Riesen testet er seit vergangenem Sommer das neue digitale System. Herz und Lunge können sie direkt mit abhören und Vater Christian unterstützen. Telemedizin soll die Arbeit des Palliativteams in Zukunft erleichtern. Wir haben weite Fahrwege. Es gibt Familien, die wir versorgen, wo wir eine Stunde, 50 Minuten einen Weg brauchen, um die zu erreichen. Und da ist es relativ naheliegend, dass man sich überlegt, wenn eine Krise vor Ort ist und man mit dem Telefon nicht weiterkommt, dass man sagt, eigentlich würde ich jetzt gerne ein Bild haben, um zu verstehen, wie sieht das aus, was passiert gerade. Wenn ich das Kind sehe, kann ich beruhigend auf die Eltern einsprechen, dass ich sagen kann, ich höre die Lunge ab, ich gucke, der Herzschlag ist ruhig, ich
kann die Farbe des Kindes beurteilen. Ne? Es ist bläulich verfärbt, hat so rosa Hautkolorit. Das kann ich viel besser beurteilen. Das kann ich am Telefon nicht. Zu Hause bei Familie Clermont. Ella braucht Pflege rund um die Uhr. Die 1,5-Jährige leidet an einer schweren neurologischen Erkrankung. Herz und Nieren sind geschädigt. Oft hat sie Infekte oder Krämpfe. Das Kinderpalliativteam Kleine Riesen versorgt schwerkranke Kinder wie sie engmaschig zu Hause. Einmal die Woche macht Kinderarzt Deckers seinen Hausbesuch. Mit seinem Team ist er aber immer erreichbar. Wir sind 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche telefonisch erreichbar als Team und beraten erst am Telefon. Und wenn wir merken, es braucht mehr, dann fahren wir hin. Das heißt, die Zeit, die die Familie in Sorge mit dem Kind zu Hause ist, wo vielleicht auch tatsächlich dann Sauerstoff zugeführt werden muss, Schleim aus dem Atemwegen abgesaugt werden muss, etc., versucht die Familie, das alleine zu halten, bis wir da sind. Genau da soll das Projekt ansetzen. So wie Familie Clermont haben mehrere Familien in Nordhessen die neue Technik getestet. Das digitale Stethoskop und einen Laptop mit datensicherer Videotelefonie. 1,5 Jahre soll eine wissenschaftliche Studie dazu laufen. Am Ende steht dann eine bundesweite App. Noch gibt es viele Fragen. Ist es im Interesse der Familien und Patienten? Können wir einen Zugewinn erlangen in der Versorgung? Ja, können wir die Patienten besser versorgen? Können wir die Familien besser abholen über die große räumliche Distanz, die ja oft da ist? In Hessen versorgen 3 große Kinderpalliativteams schwerstkranke Kinder und Jugendliche. Die Kleinen Riesen sind für fast 100 Familien in Nordhessen zuständig. Kinder mit Krebs, Organschäden oder chronischen Krankheiten wie Ella. Der Job der Teams: medizinische, pflegerische und auch psychologische Versorgung der Kinder und ihrer Familien. Wir versorgen Kinder über Monate bis Jahre. Ja, das heißt, wir sind für eine Familie da in einer Krisensituation und wir begleiten das zu Hause, kontrollieren regelmäßig, geben Antibiotikum, ja, beraten, um uns dann wieder zurückzuziehen, wenn die Krise überstanden ist. Auch beim Digitalprojekt läuft noch nicht alles rund. Denn nicht überall ist das Netz so gut wie bei Familie Clermont in Kaufungen. Und am Anfang gab es auf beiden Seiten große Sorgen, dass der persönliche Kontakt unter der digitalen Technik leiden könnte. Vielen Dank. Es wird niemals einen Hausbesuch ersetzen und es wird auch nicht das Zwischenmenschliche ersetzen, aber es wird uns in Notfällen, wenn die Wegstrecke weit ist, wird es uns sicherlich unterstützen in unserer Arbeit. Auch Christian Clermont kann sich den Einsatz der digitalen Technik gut vorstellen. Wie ernst ist es jetzt? Das kann ich ja als Laie so nicht direkt einschätzen. Und wenn ich dann jemanden an meiner Seite habe, auch über die Distanz, und man das besser einschätzen kann, ob man jetzt noch, sagen wir mal, gleich Maßnahmen eingreifen müsste, hilft das natürlich sehr und gibt Sicherheit. Ja. Und Ella? Im Moment hat sie keine Krämpfe, kein Fieber. Ein guter Tag für das kleine Mädchen. Auch für ihren Vater ist es ein gutes Gefühl zu wissen, die Kleinen Riesen sind immer erreichbar. Ob vor Ort oder digital. Etwas Ähnliches erprobt auch der Rettungsdienst Mittelhessen seit einigen Jahren. Telemedizin als Antwort auf den Notarztmangel. Einsatz für die DRK-Notfallsanitäter in Marburg. Der Mann hat Atemnot, Verdacht auf Herzinfarkt. Okay, Sie bekommen schlecht Luft, sagen Sie. Okay, haben Sie aktuell auch Schmerzen irgendwo? Rainer Seibel und Thomas Kriebel versorgen den Patienten mit Sauerstoff und leiten die ersten Schritte ein. Rainer, für dich die Information: Atemfrequenz liegt bei 28, initiale Sauerstoffsättigung bei 99. Der Fall ist gestellt, eine Übung für unsere Kamera. Das Besondere: das Team holt sich für seinen Einsatz den Telenotarzt dazu. Ich bräuchte mal einen Arzt für Telemetrie. Ich würde dich mit dem Martin verbinden. Dankeschön. Telefonisch werden die wichtigsten Infos ausgetauscht. Über das Telemetriesystem hat der Notarzt Zugriff auf alle Live-Daten und kann die Kollegen aus der Ferne unterstützen. Es gibt uns zum einen als Notfallsanitäter Sicherheit. Aufgrund dessen, dass wir sehr schnell nochmal eine zusätzliche fachliche Meinung haben. Und die schnelle Verfügbarkeit ist ein Riesenvorteil in dem Punkt, sodass wir dem Patienten schnellstmöglich die bestmögliche Versorgung zukommen lassen können.
Ich gucke mir gerade das mal an, alle Ableitungen vom EKG. Telenotarzt Dr. Martin Sassen sieht auf seinem Monitor EKG, Blutdruck, Puls und Atemfrequenz des Patienten. Er kann, ohne vor Ort zu sein, die Sanitäter beraten und weitere Behandlungen einleiten. Das Wichtigste dabei immer Teamwork. Das Team vor Ort ist ganz, ganz wichtig. Also das sind unsere Augen, das sind unsere Ohren, das sind auch unsere Hände. Also ein Vorteil ist, dass die Patientensicherheit und die Patientenversorgung durchaus verbessert werden können, wenn der Notfallsanitäter Rücksprache halten kann. Ne? Wenn man sagen kann, hast du noch Ideen zum Beispiel? Hintergrund ist der allgemeine Notarztmangel. Knappe Ressourcen beim Rettungsdienst gibt es auch in Mittelhessen. Seit 2019 läuft deshalb das Telenotarztprojekt in 3 Landkreisen: Marburg-Biedenkopf, Gießen und Vogelsberg. Der Rettungsdienst ist zuständig für eine Fläche von über 3.500 Quadratkilometern mit 623.000 Einwohnern. Das gemeinsame Projekt sei enorm wichtig, sagen die 3 leitenden Notärzte. Sie alle kämpfen mit denselben Problemen. Die Einsatzzahlen, die steigen nicht nur bei uns im Landkreis, das ist ein flächendeckendes Problem. Die Bevölkerung ruft manchmal sehr früh den Rettungsdienst, wo vielleicht andere Strukturen sinnvoller wären, Klammer auf, ärztlicher Bereitschaftsdienst, Klammer zu. Doch auch der ist zuweilen überlastet. Manche Patienten rufen dann den Rettungsdienst, wenn sie anders nicht weiterkommen. Wir haben als großes Problem die knappe Ressource Notarzt. Und wir möchten gerne den Notarzt dort einsparen, wo wir ihn nicht wirklich brauchen. Und dazu hilft uns die Telemedizin. Bei schwierigen Einsätzen und großen Unfällen sind die Notärzte natürlich weiter vor Ort. Denn nicht alles kann aus der Ferne beurteilt werden. Durch das Projekt habe sich aber die Versorgung in allen 3 Landkreisen erheblich verbessert. In Hessen gibt es inzwischen mehrere Telenotarztprojekte. Eins davon soll in Zukunft als Blaupause für ganz Hessen dienen. Es macht nicht Sinn, wenn jeder Landkreis alleine ein Projektchen hat. Das ist an sich auch schon schwierig, dass jeder Landkreis um einen Dienstplan zu füllen, genügend Telenotärzte bekommt. Aber es wird, und das ist auch der Plan des Landes Hessen, eine flächendeckende Lösung für die Telemedizin geben. Beim Rettungsdienst Mittelhessen hat sich der Einsatz der Telemedizin im Alltag bewährt. Alle Teams sind gut geschult. In Zukunft könnte auch eine Kamera dazukommen, für einen echten Blick aus der Ferne. Und die Patienten? Die Patienten reagieren durchaus positiv. Ab und zu sind sie verwundert, ja, wie das geht jetzt, dass der Notarzt hinzugeschaltet wird, aber der ist ja jetzt gar nicht da. Da hat der Patient recht. Zum einen wird er erstmal aufgeklärt darüber, dass wir seine Daten übermitteln und dass wir den Telenotarzt hinzuziehen. Die Übung ist geschafft. Die Notfallsanitäter aus Marburg sind morgen wieder im echten Einsatz unterwegs. Mit der Gewissheit, dass sie den Telenotarzt in brenzligen Situationen immer dazuschalten können. Fazit: Die Medizin der Zukunft wird also immer digitaler. Hessen hat viele gute Projekte und engagierte Menschen. Doch noch läuft nicht alles rund. Für Medizinethiker Steffen Augsberg ist klar, Aufgabe der Verantwortlichen wird es sein, die Technik zu verbessern und vor allem Ängste abzubauen. Es ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir die digitale Ertüchtigung, das Empowerment der Patienten vorantreiben. Durch Information, durch Aufklärung. Die Chancen, die damit verbunden sind, sicherlich viel zu groß, als dass man sagen kann, wir können daran vorbeigehen und darauf vertrauen, dass es irgendwie so, wie es jetzt läuft, mit Papier und Telefax irgendwie weitergehen könnte. Das Gesundheitswesen muss sich modernisieren. Denn auch der Mangel an Ärzten und Pflegekräften wird das System weiter belasten. Da leistet der Einsatz von digitaler Medizin einen wichtigen Beitrag für die Versorgungssicherheit von Patienten und Patientinnen.